Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal gibt es den zweiten Teil der Aufbaudilogie des MOX 107 350 190 42, ist das nicht ein cooler Name, von Lesdi. Dieses wurde mir wieder zur Verfügung gestellt von Lesdi. Ich habe wieder die Ehre, es aufzubauen. Und diesmal gibt es eben den zweiten Teil. Das letzte Mal sind wir ja bis einschließlich Bauabschnitt, ich sage halt Bauabschnitte, 2 gekommen. Das heißt, der erste Bauabschnitt ist das Untergestell, der Rahmen, und der zweite Bauabschnitt ist die Kabine. Wegen Zeitgründen habe ich es eben nicht geschafft, alles auf einmal in ein Video zu bringen. Deswegen habe ich es in 2 Teile aufgeteilt und heute geht es weiter. Ich werde als nächstes die Kabine auf das Fahrgestell drauf bauen und dann mache ich weiter mit Bauabschnitt 3. Das ist dann der Kran, der hinten dann drauf kommt, und der Bauabschnitt 4 ist dann die Ladefläche und die Räder kommen dann noch drauf und dann ist es auch schon geschafft. Gut, möchte es nicht wieder unnötig in die Länge ziehen, somit gebe ich gleich weiter in die Brickman Studios und fange an mit dem Aufbau der Kabine auf das Fahrgestell. Los geht's! So, die Kabine habe ich montiert. Das war relativ einfach. Es wird lediglich, so, kann ich ja herzeigen, es wird lediglich hier vorne zweimal, mal schauen, ob ich das zoomen kann, eine tiefe schwarze Höhle, probieren wir es mal heller drehen, vielleicht geht das. Geht das? Ja, das geht. So, jetzt muss ich noch meinen Zeigestift herholen. So, es wird hier vorne, genau an diesem Pin, wird's befestigt, und das zweimal, auf der anderen Seite auch, das kann ich jetzt leider nicht herzeigen. Und jetzt muss ich es wieder zurückdrehen, sonst ist es überbelichtet. Und hier an diesen Liftarm und auch hier dieser. Also es wird an circa 4 Stellen wird es an der Karosserie befestigt und das war's dann. War relativ einfach raufzuklipsen und der Mechanismus funktioniert perfekt. Hier oben ist noch ein Zahnrad, das von der Hand of God Steuerung runterkommt, und das greift dann auf dieses Zahnrad hier. Und dieses Zahnrad hier ist ja für die Lenkung zuständig. Und das passiert in einem so exakten Winkel, dass es unglaublich ist eigentlich. Es reicht schon nur durchs Aufsetzen der Kabine, dass man schon lenken kann. Jetzt steht er am Boden, es ist ein bisschen schwierig, aber so ist leichter. Man sieht, das funktioniert schon perfekt. Und es wird jetzt auch noch fixiert, die Kabine, dass sie nicht mehr nach vorklappen kann. Und das passiert mit diesen 2 Dingern hier. Einmal hier und einmal hier. Die braucht man jetzt nur reindrücken. Zack. Und zack. Und schon kann die Kabine nicht mehr kippen. Man sieht, ich hebe dann quasi das ganze Modell auf. Und da ist das Lenken natürlich dann überhaupt kein Problem mehr. So. Also das funktioniert super. Ich bin echt begeistert. Ganz, ganz tolle Konstruktion. Gut, nun geht es aber weiter mit dem Kranaufbau. Na gut,
2 Stunden ist der dritte Bauabschnitt, der Kran, beendet. Gebaut habe ich, wie gesagt, den Kranaufbau. Der kommt dann am Heck des Lastwagens dran. Er wird hauptsächlich mechanisch bedient oder eigentlich nur mechanisch bedient. Und der Aufbau war interessant, möchte ich mal sagen. Kommen wir kurz ins Detail. Er hat einige Funktionen. Und zwar, ich fange mal an mit der Funktion, dass man diesen Linearaktuator bedienen kann. Und zwar macht man das hier. Ich kann ihn durchs Drehen, kann ich ihn strecken oder eben auch wieder in die andere Richtung zusammenfalten lassen. Hier bei diesem gelben Drehrad habe ich den kleinen Aktuator hier, den ich bedienen kann. Hiermit kann ich es zusammenklappen lassen. So, das Kreuz ist ein bisschen schwierig zu bedienen. Oder halt wieder auseinander. Und hier habe ich eine Bremse auch drauf. Das ist nämlich mit dem Seilaufwickler hier verbunden, diese Achse. Und damit kann ich dann vorne den Kranhaken bedienen, sofern er dabei wäre. Diesen Kranhaken haben sie nämlich vergessen beizupacken. Es gibt nämlich bei dem Bauplan 3 Baupläne eigentlich. Und zwar ist es so, dass es einen Bauplan gibt für das Grundgestell, für den Rahmen des LKWs inklusive Motor und Achsen und so weiter. Dann gibt es wieder einen eigenen Bauplan für die Kabine und einen eigenen Bauplan eben für den Kran. Und am Schluss gibt man dann alle Komponenten zusammen. Es wird noch die Ladefläche gebaut und das war es dann eigentlich. Und es gibt pro Bauplan eine Teileliste. Und es gibt auch eine Sammelteileliste, die ist dann am Schluss dabei, wenn man dann alle Komponenten zusammenfügt. Und auf dieser Teileliste, auf der großen Teileliste, fehlt leider der Haken vorne für den Kran. Bei der kleinen Teileliste, die beim Kranaufbau dabei ist, beim Kranbauplan besser gesagt dabei ist, dort ist der Kranhaken dabei. Und jetzt schätze ich mal, hat sich Lesti nur an der großen Teileliste orientiert und hat leider Gottes diesen kleinen Fauxpas sich erlaubt. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert. Und man kann auch hier, wenn man die Bremse löst, das ist jetzt wieder schwierig, kann ich dann das Seil hier ausdrehen oder auch wieder eindrehen. Das zeige ich kurz, zack, zack, zack. So, und dann gebe ich die Bremse wieder rein hier oben und die Geschichte hat ein Eck. Gut, man kann auch noch den Kran drehen. Der wird durch diese 2 kleinen Zahnräder, wird es ein bisschen zoomen, sieht man es besser, da hat man den großen Drehkranz hier, da ist der Kranaufbau darauf befestigt und diese kleinen Zahnräder hier, die in den großen Drehkranz eingreifen, die verhindern ein leichtes Drehen des Drehkranzes. Die sind nämlich ziemlich streng gelagert und lassen sich schwer drehen. Und aufgrund dessen hat man wirklich, muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden, dass man den Kran dann dreht und er bleibt dann auch locker in der Position, in der man ihn dann stehen lässt. Was noch dabei ist, er hat Stützen dabei, die ausfahrbar sind. Diese allerdings sind händisch ausfahrbar. Entschuldigung, jetzt bohre ich kurz aus dem Bild, ich mache es wieder größer. Es ist nämlich ein Zahnrad oben drauf, aber dieses Zahnrad, schätze ich mal, wird auch nur dazu da sein, dass es das Ganze ein bisschen schwieriger macht, hinauszuziehen, weil man muss es nämlich mit der Hand rausziehen. Und zwar so. Normalerweise hätte ich mir gedacht, dass da irgendwo etwas zum Drehen ist, ein kleines Zahnrädchen oder so. Die Achse dafür wäre hier.
und hier, weil es sind nämlich zwei, einmal hier und einmal hier, von denen Dingen hier, wie sich auch die immer schimpfen, eingebaut, und die sind leider nur händisch zum Raus- und Reinziehen. Gehen aber schon auch streng. Also man muss sich schon bemühen, dass das zum Rausziehen ist. Ich denke dann am Schluss, wenn sie herausgezogen sind, kann man diesen Dreierpin hier mit Achsstopper rausziehen. Das kann man dann runterklappen, wieder reinstecken und dann hat man hier eine Stütze quasi. Auf der anderen Seite kann ich ja kurz demonstrieren, das gleiche, rausziehen, runterklappen, wieder reindrücken und schon hat man dann die Kranstütze fertig. Einfach, aber wirkungsvoll. Gut, das wär's zum Kran. Den werde ich jetzt gleich anbauen ans Heck des Lastwagens und dann haben wir das auch schon hinter uns gebracht. Das Kran anbauen ist auch passiert. Ich habe ihn auch schon zusammengefaltet. Man sieht schon, man kann ihn recht platzsparend unterbringen. Momentan ist er noch ein bisschen wackelig, aber das legt sich dann. Man kann vielleicht hier sehen, ich werde wieder reinzoomen. Ja, genau. Hier und hier sind noch zwei Pins, die greifen dann oben in die Ladefläche ein und dann stabilisiert sich das Ganze auch noch ein wenig. Momentan, wie gesagt, wackelt es noch, weil es nur an zwei Pins da unten befestigt ist, aber es funktioniert. Bin begeistert und vor allem, er lässt sich schön kompakt zusammenlegen, wie man sieht. Spitze, genau wie in Wirklichkeit. Echt gut gemacht. Super, weiter geht's mit der Ladefläche. Der vierte und zugleich letzte Bauabschnitt ist beendet. Die kippbare Ladefläche ist jetzt auch drauf gekommen. Gebraucht habe ich dafür gute 20 Minuten. Es war unaufgeregt zum Bauen. Es sind eigentlich ja immer nur Platten dazugekommen, inzwischen ein paar Liftarme und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Kippbar ist sie hier unten, das habe ich eh schon mal gezeigt. Nur wenn der Kran drauf ist, geht es leider nicht. Den müsste man abbauen. Ich kann das ja kurz mal demonstrieren. Es ist relativ einfach. Moment, ich muss nur kurz den Zoom einstellen. So. Es gibt hier einen Pin, den muss man rausziehen, auf der anderen Seite ebenso. Da wird sie nämlich noch mal kurz fixiert. Mit diesen Pins hier. Oder Achsen eigentlich, mit Achsstopper drauf. Dann zieht man die hinten ab. Es sind lediglich 4 Pins. Das habe ich eh schon mal gezeigt. Hier. Und das war's. Und dann kann man schon die Ladefläche nach oben kippen. So ein bisschen rauszoomen wieder, dass man was sieht. Ich muss da an diesen Knubbel hier muss man drehen. Ich hoffe, ich drehe jetzt in die richtige Richtung. Jawohl, ist die richtige Richtung. Dauert natürlich ein wenig. Aber es ist halt so, wenn man es von Hand macht, da geht es halt immer ein bisschen langsamer. Mit Motor wäre das natürlich ganz anders und wäre natürlich schneller. Aber es ist okay, es funktioniert und ich wollte es mal kurz demonstrieren, dass das doch einige Zeit in Anspruch nimmt. So, jetzt haben wir die maximale Höhe erreicht. Ein bisschen höher stellen. So. Finde ich ganz ordentlich. Und was noch ein kleines Feature ist, da hinten, man kann es auch öffnen oder ganz zurücklegen und es würde dann von alleine herauslaufen, das Schüttgut. Also das funktioniert auch
Es bleibt sogar, wenn man es runtergibt, fixiert an der Endposition und ansonsten kann es aufkippen und wenn jetzt da etwas Leichtes drin wäre, würde es rausrutschen. Ja, da kann man nochmal gleich probieren. Jawohl, das eine ist jetzt liegen geblieben. So, aber jetzt passt, würde ich sagen. Gut, somit haben wir das ganze Werkel jetzt zusammengebaut und es wäre jetzt noch Facts und Fazit übrig und dann sind wir auch schon fertig. Die hintere Achse könnte ich noch probieren, fällt mir gerade ein, ob ich die noch hochbringe, wenn das jetzt nicht zu lange dauern würde mit dem Runterkurbeln. Aber es ist halt platzmäßig, wie man sieht, es ist diese Kurbel hier. Es sind da ein paar Teile in der Nähe, die verhindern, dass man richtig gut kurbeln kann. Und jetzt ist halt immer nur ein kleines Stück, das man drehen kann. Und dann hat man es aber auch schon geschafft. So. Die Räder übrigens sind auch drauf gekommen. Das passt auch. Kann ich kurz vielleicht herzeigen. Mit dem Lenken, das funktioniert dann auch noch schön. Man hört auch den Motor klappern. Also das ist alles in Ordnung. Funktioniert perfekt, würde ich sagen. Super. Gut. Achso, ja, ich würde noch probieren, das hintere Rad hinaufkurbeln. Dafür vorgesehen wäre eigentlich hier diese Achse, aber man sieht, die steht nicht raus, diese Achse. Besser wäre es, wenn sie wenigstens eine Liftarmbreite herausstehen würde, dann könnte man sie angreifen und drehen. Aber so muss man halt unterhalb dieser Achse mit dem Zahnrad drehen und dann dreht sich das hintere Rad hinauf. Und man sieht, es ist jetzt in der Höhe. Mal schauen, ob ich das besser reinbringen kann. Es läuft so nicht mehr mit, es ist in der Höhe. Und es spannt sich auch hier oben in den Kotflügel rein und es dreht sich nicht mit. Es ist zwar ganz knapp über dem Boden nur, aber es läuft nicht mit, wie man sehen kann. Und das ist ja eigentlich der Sinn des Ganzen. Warum macht man denn so ein Rad? So ein hochschraubbares Rad? Weil man so besser um die Kurven kommen kann. Wenn jetzt alle Achsen den Boden berühren würden, also in dem Fall 8 Räder, und ich fahre eine Kurve, dann ist ja so, dass bei den hinteren 2 Rädern es immer eine kleine Verspannung gibt, weil sich das Fahrzeug ja in diese Richtung, wenn ich jetzt so einlenke, möchte das Fahrzeug ja in diese Richtung fahren. Und man sieht schon, das Heck hier, das drängt ein wenig nach außen, in diese Richtung hier. Und ich würde dann, wenn dieses Rad am Boden ist, immer ein wenig in diese Richtung tendieren. Das heißt, es drückt mir das Rad in diese Richtung hinauf weg. Und da hätte ich Räderverschleiß. Ich bräuchte etwas mehr Kraft, damit ich diesen Widerstand hier überbrücken kann, dass das Rad so hin nach außen drängt. Es würde auch immer leicht quietschen oder zumindest ein unangenehmes Geräusch geben. Und das Ganze kann ich vermeiden, indem ich das Rad hochhebe und es nicht mitlaufen lasse. Und jetzt habe ich die vorderen Räder, die sowieso lenken in die Richtung, die ich will, und das hintere, das Antriebsrad, das treibt das Ganze nur an und schiebt den LKW in die Richtung, wo ich halt hin will, entweder vorwärts oder rückwärts. Und da ist eher ein Differential drin und das macht schön die Kurve mit. Das hintere ist in der Luft und will nicht nach außen mehr. Deswegen brauche ich so ein Rad, das ich hochheben kann. Warum soll ich es dann runtergeben? Zwar deshalb, wenn ich viel reinlade, sieht man schon, biegt sich das Ganze nach unten und somit stabilisiere ich das, wenn ich das Rad runtergebe. Und ich kann höhere Lasten tragen, weil sich die Last dann anstatt auf 3 Achsen auf 4 Achsen dann aufteilt.
Und dann habe ich einen ganz anderen Bodendruck und ich kann höhere Lasten tragen. Und der Rahmen wird auch nicht so hoch belastet. Also das hat einige Vorteile, aber wegen dem einen Nachteil ist es halt so, dass man es hinaufdrehen kann. Gut, das wäre es jetzt hiermit. Weiter geht's mit Facts und Fazit. Nun zu Facts und Fazit. Das Modell hier, was wir jetzt gerade sehen, ist von Lesdi ein MOC. Es hat eine sehr kryptische Bezeichnung, und zwar heißt das MOC 107 350 190 42, der Muldenkipper. Gefällt mir irgendwie die Bezeichnung. Teile hat es 1926. Das Jahr, in dem es erschienen ist, kann ich nicht nacheruieren, ich weiß es nicht. Auf dem USB-Stick, der mitgeliefert wird, sind ja die Baupläne drauf. In dem Fall sind es 3. Und dort steht auch noch als Zusatzbezeichnung Iveco Turbostar dabei. Sonst muss ich sagen, hätte ich es nicht gewusst, aber so sieht man es ein wenig. Der Mocker ist der Old Only und der Preis für diesen MOC ist bei Lesdi mit 139,99 angeschrieben, inklusive der Versandkosten. Es ist ja so, dass der Aufbau in 4 Bauabschnitten unterteilt ist. Zuerst baut man den unteren Teil inklusive der Achsen, des Motors, der Lenkung und so weiter. Der zweite Bauabschnitt ist dann die Kabine, der dritte der Kran und zum Schluss baut man dann die kippbare Ladefläche. 634 Bauschritte insgesamt, wie gesagt, 4 Bauabschnitte und die Bauanleitung ist auf einem USB-Stick. Bauzeit habe ich circa 10 Stunden plus minus gebraucht. Manche sind schneller, wahrscheinlich, manche sind vielleicht auch langsamer als ich. Die Länge habe ich auch abgemessen, oder die Größe des Modells habe ich abgemessen. Es hat eine Länge von 47,5 cm, eine Breite von 15 cm hier an den Außenspiegeln und eine Höhe hier am Kran, an der Spitze hinten, von 19 cm. Wenn der Kran ganz ausgefahren ist, in der höchsten Position, messe ich oben an der Spitze 37,2 cm. Wenn die Ladefläche komplett ausgekippt ist, messe ich oben hier 28,5 cm. Die Ladefläche, wenn wir schon dabei sind, habe ich auch abgemessen. Sie hat eine Außenlänge von 29,5 cm, eine Breite von 12 und eine Höhe von 4,8. Ich habe auch, eben weil es angeschrieben war im Bauplan, es soll ein Iveco Turbostar sein, habe ich dann nachgesehen und es ist tatsächlich eine Ähnlichkeit zum Iveco Turbostar 190-42 zu entdecken, zu erkennen. Ich weiß nicht, ob man das weiß, was Iveco eigentlich bedeutet. IVECO, Iveco, heißt Industrial Vehicles Corporation. Ist eine italienische Firma, die auch zu Fiat gehört. Und dieses Modell hier könnte der Turbostar 190.42 V8 sein. Es ist ein älteres Modell, es ist kein aktuelles Modell. Die Ähnlichkeit, was ich da herausgesehen habe, ist zu erkennen bei den Baujahren 1984 bis 1933 herum hat es die in dieser Form gegeben. Sie haben 6- und 8-Zylinder-Motoren gehabt.
zwischen 330 und 476 PS. Und da ja hier ein V8 Motor eingebaut ist, nehme ich mal an, das war der große. Und es war zu seiner Zeit, also zwischen 1984 und 1993, wo es die gegeben hat, dieses Modell, war es einer der komfortabelsten Kabinen, die man so kaufen konnte. Denn Iveco legte großen Wert auf Komfort damals. Sie haben nämlich eine Umfrage gemacht unter vielen Truckern, was ihnen wichtig ist beim Fahren, und der Großteil hat darauf geantwortet, der Komfort, das ist ihnen eigentlich das Wichtigste, und darauf wurde bei der Entwicklung damals großer Wert gelegt, und es war anscheinend ein Meilenstein in der Kabinentechnik und Komfort, die die Kabine geboten hat. Gut, nun zu Pro und Contra. Auf der Pro-Seite sehe ich mal den tollen Bauspaß, das tolle Bauerlebnis. Wenn man das Set zusammenbaut, mitsamt dem Bauplan als PDF-Datei, glaubt man, man baut wirklich ein Modell von den, unter Anführungszeichen, großen Herstellern, wie etwa Lego oder Mold King. Also da passt alles, es passt der Bauplan, es passen die Bausteine, es macht wirklich einen guten Eindruck. Der Bauplan selber ist sehr gut. Es gibt leider eine kleine Sache, die mich gestört hat. Es wird wahrscheinlich so sein, dass bei den Anfängern, die dieses Set bauen möchten, es sein kann, dass sie vor einer kleinen Herausforderung stehen, weil nicht immer alle Kreuzachsen mit der Größe angegeben sind. Das ist ein bisschen schade, das habe ich auch Lesti weitergeleitet, und sie haben gemeint, sie werden sich bemühen, das in Zukunft besser zu machen und die Entwicklung halt in den Bauplan hineinfließen lassen. Die Bauteilqualität, wie gesagt, ist sehr gut. Es kommt eigentlich dem von GoBricks nahe. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht wirklich auch GoBricks Steine sind, aber zumindest sind sie sicher nicht viel schlechter. Es ist das Modell selber, freut mich irgendwie, dass auch hier wieder viel Technik auf kleinstem Raum zusammengekommen ist. Sie haben einen Motor drinnen, Sie haben die Umlenkung der beiden Achsen hier rauf in die Kabine mit mitlenkenden Lenkrad drinnen, Hand-of-God-Steuerung, eine kippbare Ladefläche, der faltbare Kran, also wirklich Hut ab, das hat er sehr gut gemacht, der Old Olney. Taugt mir. Viel Technik auf kleinen Raum, sowas gefällt mir immer gut. Was auch noch hervorzuheben wäre, das habe ich eh schon erwähnt, die Vorsortierung der Bauteile in Zip-Beuteln. Da ist das Herausfinden dann der einzelnen Bauteile schon viel einfacher, als wenn man alles auf einen Haufen hat. Das macht nicht so Spaß. Da könnte sich Bluebricks noch ein bisschen was abschauen. Das machen Lesti viel besser. Und ich finde auch Preis-Leistung okay. Es ist nicht überragend, aber ich finde es gut. 139,99, also knapp 140 Euro inklusive Versand für knapp 2000 Teile. Finde ich okay. Als Kontrapunkt habe ich auch ein paar gefunden. Und zwar gab es ein paar Fehlteile. Es war die 1x8er Fliese hier unten an der Stoßstange, habe ich eh hergezeigt. Die hat gefehlt, und beim Kran, der Haken hat auch gefehlt. Was aber meiner Meinung nach ein bisschen schlimmer war, waren die kleinen Pins, die Viertelpins, die habe ich eh auch hergezeigt im Aufbauvideo. Da braucht man 69 Stück davon, und leider Gottes sind hier die falschen drinnen. Die sind etwas zu groß, und jetzt passt es nicht wirklich gut zum Modell dazu. Was ich Lesti auch angeschrieben habe oder auch mitgeteilt habe, war die blauen Pins.
vielleicht, weil die sind hier auch wieder dabei in der Größe der Dreier und auch die Zweierpins mit den Kreuzachsen sind auch in Blau. Wenn man die vielleicht in Schwarz mitgeben würde, wäre es sicher auch kein Fehler. Vielleicht können Sie es ja machen, weil das ist doch kein Großserienprodukt und ich denke mal, LSD kann es egal sein, ob die Dreierpins jetzt in Blau oder in Schwarz dabei liegen. Vom Preis her wird es keinen Unterschied machen. Und der geneigte Modellbauer würde sich aber freuen über schwarze Dreierpins. Die Zweierpins, wenn wir schon dabei sind, mit Kreuzachse, gehen zum Teil relativ schwer rein. Da muss man wirklich gute Finger haben. Ich habe es halt oft so gemacht, dass ich am Tisch dann die Bauteile zusammengedrückt habe. So ging es dann einigermaßen. Was noch gefehlt hat, ist das Seil für den Kran. Da ist auch keins dabei gelegen. Da muss man sich halt entweder einen Bindfaden nehmen oder was man halt gerade zu Hause herumliegen hat. Und was mir noch aufgefallen ist, als letzten negativen Punkt, die vierte Achse hinten. Ich glaube, man sieht es, probiert zum Zoomen. Die steht ein wenig weit heraus. Jetzt ist ein bisschen schwieriger Monitor, muss ich alles seitenverkehrt. Die steht mir zu weit raus. Das schaut ein bisschen witzig aus. Da würde es reichen, wenn man eine Viererachse mit Stopp hineinsetzt und es geht sich aus, ich habe nachgesehen, und dann schaut die Achse nicht so weit heraus, macht optisch einen besseren Eindruck. Gut, das wäre es jetzt im Großen und Ganzen zu dem Modell. Ich möchte mich nochmal bei LSD bedanken für die Möglichkeit, dieses Modell aufzubauen und zu präsentieren. Ich hoffe, es war informativ für euch. Es hat ein wenig Spaß gemacht beim Zusehen. Ich wünsche noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.